Hallo und willkommen bei Planeo. Mein Name ist David Fuchs und heute geht es um das Thema einen neuen Boden im Badezimmer. Jetzt gibt es ja die herkömmliche Fliese, die man dort im Badezimmer einarbeiten kann. Aber was macht man, wenn man halt einen Holzuntergrund hat? Wenn Sie unsere Videos verfolgt haben, dann wissen Sie, dass wir hier einen Holzuntergrund haben, den auch schön abgedichtet haben. Wie kann man jetzt oben einen vernünftigen Boden aufbauen? Was ist im Badezimmer halt wichtig und gefragt? Zum Beispiel gerade, dass das halt eben auch wasserunempfindlich sein muss, dass es auch nicht so kalt an den Füßen sein muss und so weiter. Und genau dieses Produkt will ich Ihnen vorstellen, das ist der Vinylboden aus dem Hause Planeo. Ich will Ihnen das hier präsentieren, wie Sie es einbauen, wie Sie es abdichten, wie Sie das Ganze halt eben so herrichten können, dass Sie sagen, das ist das Ideale, was ich suche. Denn eine Fliese oben auf eine Holzfläche drauf zu packen, ist sehr schwierig. Ich muss es speziell entkoppeln, ich muss spezielle Systeme aufbauen. Das brauchen Sie ja alles nicht. Sie können es spielend einfach mit einem Vinylboden aus dem Hause Planeo machen. Vielleicht noch ein paar Tipps auch hier an dieser Stelle, bevor wir loslegen. Sie können sich bei planeo.de die passenden Dekore für sich schon aussuchen. Wir haben natürlich eine ganze Menge Fliesenoptiken im Vinylbereich. Einfach mal bei uns reinschauen, anrufen, E-Mail schreiben, sich Muster zuschicken lassen, schicken wir Ihnen alles gratis zu. Einfach nochmal so im Hinterkopf. Wenn Sie das Material gekauft haben, dann achten Sie darauf, dass Sie bitte 48 Stunden die Bodenbelege bei sich im Hause liegen haben. Einfach damit es die Raumtemperatur aufnimmt. Ich möchte loslegen und will Ihnen einmal zeigen, wir fangen jetzt an, hier eine Trittschalldämmung auszulegen. Das ist ganz wichtig, damit auch nochmal die Akustik im Raum und auch die Übertragung hier drauf auch entkoppelt wird. Das Ganze können Sie auch mit einer Folie machen. Sie müssen keine Dämmung nehmen, aber bitte unbedingt irgendwas dazwischen machen. Das wäre ganz wichtig. Wir legen jetzt die Fläche aus und zeigen Ihnen dann die nächsten Schritte. Bei der Dämmung einfach darauf achten, es gibt eine Folienseite, die kommt nach unten, eine raue Seite nach oben. Dann richtet man das schön sauber aus, einfach Stoß auf Stoß. Und dreht es ab. Wir haben jetzt ca. 1,5 mm Stärke, ist auch für Fußbodenheizung geeignet, aber hier in diesem Fall bei Holzboden auch was ganz Ideales, einfach wegen der Akustik. Die Trittschalldämmung haben wir jetzt hier im Badezimmer ausgebreitet. Man sieht es ja jetzt, die Stöße nicht überlappen, schön Stoß auf Stoß. Auf keinen Fall darf es irgendwo überlappt sein und so mit so einem Aluband abkleben, damit auch hier das Wasser nicht durchdringen kann. Also das Material selber ist wasserfest, brauchen Sie keine Angst haben, dass irgendwas quillt oder schimmelt. Es entlüftet ja auch, weil wir ja nichts absperren. Also es kann auch darunter zirkulieren. Wenn das soweit geschehen ist, dann können wir auch mit der ersten Reihe anfangen. Hier vielleicht noch ein paar Tipps. Wir haben ja hier eine Fliesenoptik und genau wie bei einer richtigen keramischen Fliese haben Sie beim Vinyl auch ein Fugenbild. Und das sollten Sie sehr gut planen. Das heißt, die erste Reihe schön vermitteln. Wie bauen Sie die Fugen auf? Das können Sie machen, wie Sie wünschen und wie Sie es wollen. Ob Sie später einen Halbversatz haben oder einen Dreiviertelversatz, das sollten Sie nur am Anfang festlegen mit der ersten Reihe. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Auch beim Verlegen können Sie hier in so einem Badezimmer, brauchen Sie nicht so große Lücken haben. Das heißt, hier brauchen Sie auch nicht Angst haben, dass Sie nachher irgendwie mit einer Fußleiste arbeiten müssen. Wir werden das später mit Silikon schön abziehen. Es sieht sauber aus wie eine richtige Fliese und Sie haben im Holzboden echt einen ganz, ganz tollen Boden geschaffen, der auch wasserfest ist. Ich möchte mit der ersten Reihe starten und werde Ihnen auch gleich schon zeigen, welche Hindernisse und Probleme da eventuell auftauchen können. Sie sehen jetzt hier, wir haben das nach dem Fugenbild ausgerichtet, die erste Reihe schon mal hingelegt. Damit wollten wir Sie nicht verwirren und sagen, oh, wie hat er das denn gemacht? Sondern ich will gleich an die nächste Stelle hinweisen. Zum Beispiel sind häufig die Wände nicht gerade. Die erste Reihe soll aber in einer Linie sein, nicht schräg irgendwie in den Raum. Und jetzt haben wir genau die Situation, die Linienverläufe der Fuge, die wird immer größer. Man sieht das jetzt am Stift. Das geht ja rüber bis 2 cm. Da kann ich ja kein Silikon reinziehen, das ist viel zu groß. Bei Silikon bitte nicht mehr wie 4 mm. Also dass Sie da einen schönen sauberen Silikonabschluss haben, sonst reißt das viel zu stark. Aber ich will Ihnen jetzt einen Tipp geben, wie kriege ich das jetzt, diese Linienführung der Wand, auf das Material übertragen. Und das ist total simpel, das ist ein ganz einfacher Trick. Ich habe so einen alten Pinsel hier bei uns auf der Baustelle gefunden, womit wir gepinselt haben. Und der hat ein schönes Loch.
und der Abstand reicht aus. Sie können auch einen anderen Gegenstand nehmen und das zeige ich Ihnen, indem Sie dann einfach so einen Bleistift nehmen, reinhalten und von der Ecke anfangen und einfach strikt Zentimeter für Zentimeter langfahren. Und somit übertragen Sie das Profil der Wand auf das Material und das schneiden wir gleich und dann legen wir die Reihe neu und so haben wir eine exakt saubere Kante geschaffen, sauber abgeschnitten, das Profil der Wand ist auch angepasst und dann können wir den Raum verlegen. Ich zeige Ihnen das jetzt, wie es geht. Ganz wichtig ist, dass Sie eine Schablone suchen, die über den größten Spalt drüber geht, wie zum Beispiel jetzt hier. Man kann das ganz schön sehen, das ist hier der größte Spalt. Einfach dran fahren, gerade halten, lassen sich ruhig Zeit, Bleistift rein, andrücken und dann fahren Sie einfach schon langsam vor und genau das Profil übertragen Sie jetzt auf die Dielen. Deswegen ist es ganz gut, dass Sie die Reihe schon mal hingelegt haben und einfach in aller Ruhe das machen. Die Linie haben wir jetzt hier lang gezogen, ist eine Sache von Sekunden, also überhaupt gar kein Stress. Man hat jetzt schön auf der ganzen Reihe ausgerichtet, Linie geht rüber von Diele zu Diele und das schneide ich jetzt beim Vinyl einfach mit einem Cuttermesser. Sie nehmen zum Beispiel irgendeine Wasserwaage oder irgendein Brett und halten es dran und genau an der Linie mit einem Cuttermesser drüber schön knacken und dann haben Sie absolut einen sauberen, angepasste Fläche. Wir haben jetzt die Dielen alle schön gekürzt, wie wir es ja eben auch gezeigt haben. Und jetzt lege ich das wieder rein. Nehme ich jetzt Diele für Diele vor. Die bekannte Klicktechnik, ganz einfach. Achte wieder darauf, dass die Stöße genau in der Flucht sind. Leg sie runter und jetzt mache ich schon mal die Probe und sage, super, passt genau. Nachher habe ich meine 2 mm Abstand, kann ich Silikone abziehen und so, dass wir das übertragen haben. Das Ergebnis sehen Sie gleich. Die Linie ist jetzt sauber übertragen. Wir haben hier vorne eine saubere Klicklinie jetzt und ich möchte mit der zweiten Reihe beginnen. Also nochmal, den Tipp einfach anwenden, ganz simpel, schöne Schablonen nehmen, Linie ziehen und wenn Sie das geschnitten haben, haben Sie alles gemacht, was Sie brauchen für die zweite Reihe. Zweite Reihe beginnen Sie bei der Fliesenoptik, wenn Sie ein Fugenbild haben wollen, nicht einen freien Verbund, bitte mit diesem System. Das heißt, ich lege das jetzt rein und arbeite jetzt rückwärts das Ding dran, so dass ich immer in der Mitte das Fugenbild habe. Das wünschen wir hier bei der Fliesenoptik. Das ist bei Planeo auch überhaupt kein Problem, mal rückwärts reinzulegen. Das mache ich jetzt auch. Und wenn wir die zweite Reihe haben, haben wir das Fugenbild fertig und dann können wir den ganzen Raum verlegen. Die ersten 2 Reihen haben wir gelegt. Das Fugenbild, das Sie jetzt nicht so in der Aufnahme sehen, aber ich zeige das aber mit den Fingern, das ist jetzt reingearbeitet. Dieses Fugenbild, das nehmen Sie jetzt von Reihe zu Reihe. Also schön im Versatz immer, wie bei einer richtigen Fliese. Das Material lässt sich ganz, ganz einfach verarbeiten, also wirklich mit einem Cuttermesser schneiden. Es macht richtig Spaß und vor allem Ihr Badezimmer verändert sich und das gibt schon eine gewisse Freude. Die Qualität ist hervorragend. Wir legen jetzt los, legen den Raum zu Ende und wir sehen uns gleich wieder.
Die Arbeit hat super gut funktioniert, die Fläche ist reingelegt worden. Das Vinyl vom Planeo ist wirklich angenehm zum Verarbeiten. Das ist eine sehr gute Qualität, man merkt es auch richtig im Handling der Verarbeitung. Welche Arbeiten müssen jetzt noch gemacht werden? An den Seiten wird jetzt ganz normal, wie Sie es beim Badezimmer auch kennen, bei richtigen Fliesen mit Silikon abgedichtet. Und jetzt kriegen Sie eine richtig schöne wasserfeste Oberfläche rein. Also auch wenn jetzt Sie aus der Dusche kommen oder aus der Badewanne und jetzt ist hier der ganze Boden nass. Man merkt es halt, es steht jetzt vielleicht für eine Stunde, die Kinder haben getobt und geplanscht, macht es dem Boden überhaupt nichts. Selbst wenn es durch die Klickverbindung jetzt irgendwie so durchkommen könnte, das dauert wirklich viele Stunden. Wir haben einen Test gemacht, mal einen ganzen Tag, bis unten Wasser angekommen ist, hat es sehr lange gedauert. Aber Sie haben ja gesehen, bei Holzständerwerk, bei einem Holzuntergrund, muss das von unten abgedichtet sein. Und Sie haben dadurch eine richtig gute Möglichkeit, schwimmend einen Boden reinzulegen. Dafür wollten wir in diesem Video plädieren, dass Sie darüber nachdenken, nicht so einen großen Aufwand betreiben müssen, mit sehr viel Geld dahinter, mit sehr viel Kleben und alles festmachen, mit sehr teuren Handwerkern und so weiter, sondern dass Sie eine einfache Lösung mit Planeo Bodenbelege bekommen können, gerade im Vinylbereich. Sollten Sie dort noch weitere Fragen haben, melden Sie sich bei uns, rufen Sie an. Unsere Kollegen sind für Sie im Chat, sind für Sie am Telefon, sind für Sie per E-Mail erreichbar, zu jeder Zeit, bis 22 Uhr. Ich hoffe, Ihnen das Video hat gefallen. Schauen Sie sich noch die weiteren Themen bei uns im Kanal an. Alles Gute noch!